Ja, wir waren halt mit Walle, Sarah und Übi unterwegs in einer Secret Zone. Übi hat einen ziemlich wilden Moment gehabt, aber ist Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Seid gespannt. Wir sind eine geile Crew heute, sind bei uns in der Nähe, daheim unterwegs. Der Übi war halt dabei, Most Stylish Shredder, mein Mitbewohner. Der Walle, der World Champ, der gerade aus Kanada zurückgekommen ist, und seine Freundin, die Sarah, die auch gerade ihren ersten 4-Stern gewonnen hat. Boah, sicke Crew. David hinter der Cam heute, der Gabriel Schulterprobleme hat leider. Wir sind am Morgen am Parkplatz angekommen und ja, das Wetter war leider nicht so gut, wie wir erwartet haben, und der Lift, wo wir eigentlich gebraucht hätten zu unserer Zone kommen, war geschlossen wegen technischen Problemen, und dann war ich schon mal ein bisschen gestresst am Morgen, aber haben dann ein paar coole kurze Lines gefahren. Viel Spaß. Ja. Oh. Here comes the 5-6, disaster flow like a draw for that 6. Come take down flat sticks, is that the like 1, 2, well hot next. 1, 2, here comes the 5-6, disaster flow like a draw for that 6. Come take down flat sticks, is that the glow like 1, 2, well hot next. Also hat endlich der Lift aufgemacht und konnten dann rüber zu der Zone, wo wir wollten. Sind da kurz hochgelaufen. Ja, sind einfach vor dem schönsten Face ever gestanden. Hat Dream ausgeschaut, nur leider war immer noch keine Sonne da. Das heißt, wir haben ungefähr eine halbe Stunde oben gewartet, bis wir ein bisschen Licht bekommen haben. Und dann war Go Time. Ready to ski this beauty of a face. Oh, jetzt schaut's gut aus. Alter, jetzt schaut's ja ganz anders aus. So krass, was du so sagst, gell? So, Abfahrt. Los! Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Es war alles um einiges größer wie gedacht. Die Cliffs waren um einiges höher und steiler war es auch. Ziemlich langes Face und ja, wir waren alle richtig excited oben. Hatte einen mega, mega geilen Run. Es war echt vielleicht sogar einer der besten der Saison, würde ich sagen. Und das Slough war mir extrem auf den Fersen, das habe ich selber gar nicht bemerkt, aber wo ich dann die Videos gesehen habe, habe ich gemerkt, dass hinter mir extrem viel Schnee nachkommt, und der war auch nicht mehr so leicht. Der Übi hat einen fetten Shark erwischt, den Ski verloren, und dann hat er das Slough gezogen, ziemlich wild. Die Line war jetzt nicht so wild oder nicht so etwas Krasses eigentlich, aber ich bin in die Line reingefahren und es war oben, ist relativ easy, es waren einfach nur ein paar Schwünge. Und dann habe ich eigentlich auch einen Cliff-Plan gehabt und dann bin ich auf das Cliff zugefahren, dann hat es mir direkt im Takeoff, habe ich einen Shark verwischt, hat es mir den Ski ausgezogen, dann hat es mir mit einem Ski über das Cliff drüber geworfen, dann bin ich wieder so halb gestanden auf einem Ski, habe hochgeschaut und dann habe ich schon gesehen, dass der ganze Slough kommt. Dann habe ich mir so ein bisschen der Gags gestemmt, aber hat man halt absolut keine Chance. Das hat mir dann einfach, keine Ahnung, du hast besser gesehen, ich glaube so 150 Meter mitgespült. 150, 200 Meter und an mir zuerst hat man die nicht gesehen, weil ich voll im Staub in der Wolke war und auf einmal war ich eigentlich genau auf meiner Höhe und ich habe nur gesehen, wie, keine Ahnung, 20 Flips macht in der Waschmaschine, einfach nur, wow.
Es hat richtig wild ausgeschaut. Gott sei Dank war es dann nicht fett, also nicht verschüttet oder irgendwas. Aber an Ski hat dran glauben müssen. An Ski. Ziemlich ein Wunder, dass du überhaupt einen Ski hast. Dauert in dem Sommer eine Episode, wie wir den wiederholen. Ja, im Sommer gibt es eine Wanderepisode. Aber ja, war scary. Also ich muss sagen, ist mir noch nie passiert, dass mir irgendwo mitgezogen. Und man weiß zwar, dass man nicht in einer fetten Lawine ist, aber so einfach, wie es der ganze Schnee in den Mund stopft, man einfach keine Luft kriegt, ist schon stressig, muss ich sagen. Also aufpassen, Schlafmanagement. Volle Programm. Shark, Ski weg, über den Felsen drüber geschmissen und dann noch in einer Lawine. Slav-Lawine ist schon trotzdem eine Lawine, Mann. Ja. Schlussendlich ist als was die mitzieht, ist irgendwo eine Lawine, gell? Slav-Management ist ein ganz wichtiges Thema bei Big Mountain Skiing. Ja, Slav ist immer ein Part, wenn man irgendwo einen steilen Hang, ein steiles Face fährt, dann rutscht immer ein bisschen Schnee nach. Das ist ganz normal. Das ist dann keine Lawine, das nennt man eben Slav. Das ist der Schnee, den man selber durch den Schwung nach unten schießt und der einem dann nachrutscht oder auch vor einem schon rutscht. Darum Slav-Management ist ganz wichtig. Einfach bei großen steilen Lines muss man sich davor echt einen Plan machen, dass man zum Beispiel eher immer in eine Richtung rüberfährt und so den Schnee unter sich runterlässt und den dann immer queren muss, weil dann kann es einem die Füße wegziehen und man wird mitgespült. Und das kann eben ziemlich unfein sein, ja, Verletzungen oder wenn man einfach mehrere 100 Meter runterrodelt, dann kann schnell mal irgendwas passieren oder eben auch, dass man sogar verschüttet wird, wenn es richtig viel Slav ist jetzt. So schnell geht's, dass man von der geilsten Line in einer richtig sketchy Situation landet. Es geht schnell und der Slav kommt mit einer Geschwindigkeit, der zieht da die Füße weg und da kann man gar nichts mehr machen. Da ist man dann auf einmal Passagier. Das Wichtigste, alle sind gesund, ein paar blaue Flecken oder morgen wirst du es sehr spüren, aber das geht. Wir sind alle gesund und den Ski, den holen wir schon. Da gibt's dann eine Story dazu. Scary Moment, Mann, scary Moment, aber es gehört dazu. Wenn man so fette Lines fährt, dann weiß man halt, dass sowas auch passieren kann. Kann schnell passieren. Und jetzt fahren wir mal runter. Jetzt tun wir mal ein bisschen Puckelpiste fahren mit einem Ski. Ja, wow, der Hund fährt so gut auf einem Ski, besser wie die meisten auf zwei. Luckily geht's ihm gut und ja, keine Verletzungen oder irgendwas. War ein mega geiler Tag, ziemlich wild, macht uns nicht alles nach, was wir machen. Schaut, dass ihr ein gutes Team dabei habt, wenn ihr solche Sachen macht. Und vergesst nicht liken und subscriben. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum neuen Clip.